In einer Entscheidung, die wieder mal beweist, dass du konservativen Politikern nicht trauen kannst, wenn es um Steuern geht, hat der britische Finanzminister Jeremy Hunt verkündet, dass der Non-Dom-Status in UK, den es seit 1799 gibt, abgeschafft werden soll. Was das bedeutet, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Den Non-Dom-Status im UK gibt es seit 1799. Er wurde ursprünglich eingeführt, um Investitionen in den Kolonien zu schützen. Er sagt letztlich aus, dass Ausländer, die nach UK umziehen, auf ihre ausländischen Einkünfte für eine bestimmte Zeit keine Steuern bezahlen müssen. Dieser Status wurde in den letzten Jahren immer weiter verwässert. Hier gab es auch Druck von den Linken, Druck in den Medien, populistischen Druck. Es ist ja ganz klar, die reichen Ausländer zahlen keine Steuern. So die Aussage ist natürlich alles Quatsch, aber das war so die Stimmung im Lande. Die Labour-Partei, die wahrscheinlich 2025 in UK an die Macht kommen wird, hat schon lange verkündet, dass sie den Non-Dom-Status abschaffen wird, hat sich sogar schon detailliert dazu geäußert, wie hier letztlich die Mittel, die dadurch dann eingenommen werden vom Staat, zusätzlich ausgegeben werden sollen. Also haben sich die momentan noch an der Macht befindlichen Konservativen in UK gesagt, da die Labour-Partei, die hier 2025 ohnehin höchstwahrscheinlich an die Macht kommen wird, sich schon lange dafür ausgesprochen hat, diesen Status abzuschaffen, hier auch schon konkrete Pläne präsentiert hat, wie diese zusätzlichen Steuereinnahmen dann verwendet werden sollen. Einschub meinerseits, ich glaube nicht, dass da auch nur ein Cent zusätzlich durch geraced wird, aber das ist ein ganz anderer Punkt. Also haben sich die Konservativen gedacht, na gut, wenn schon die Labour-Partei diese Policy in den nächsten Jahren hier einführen wird, können auch wir vielleicht noch ein paar Bonuspunkte mitnehmen, vielleicht bei jenen Wählern, die noch unentschieden sind, und können im Hinblick auf die Wahl punkten, indem wir diesen Non-Dom-Status jetzt abschaffen. Wie gesagt, ich halte es für totalen Quatsch. Ich halte den Non-Dom-Status für sehr wichtig als einen steuerlichen Vorteil, der eine große Signalwirkung hat. Er hat es immerhin erlaubt, hier Ausländern, die wohlhabend sind, die gut verdienen, im UK zu leben für doch einen längeren Zeitraum, nämlich bis zu 15 Jahren. Das heißt auch, man kann in dieser Zeit auch eine Familie großziehen, man kann Kinder zur Schule schicken und so weiter und muss eben ausländische Einkünfte hier nicht versteuern und diese auch hier nicht in der Steuererklärung dann aufführen. Das macht es also natürlich extrem einfach dann für jemanden, der zum Beispiel an großen internationalen Konzernen im Ausland beteiligt ist. Sicherlich war dies auch ein Grund, warum so viele Wohlhabende in den UK in der Vergangenheit gezogen sind. Aber das wird sich nun wahrscheinlich alles ändern. Man muss ganz klar sagen, auch für unsere Mandantschaft, dass der britische Non-Dom-Status in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. Denn die Einreiseregelungen in den UK bzw. die Schwierigkeit, einen Aufenthaltstitel zu erlangen, haben es doch letztlich verhindert, dass viele Ausländer in den UK gezogen sind. Es gibt im UK keine Visa für Privatiers, für wohlhabende Ausländer. Außer man hat hier einen Job, kommt man im Grunde genommen in dieses Land hier nicht dauerhaft hinein. Nun, das hat natürlich dann für Banker und so weiter, die natürlich vielfach dann im Ausland Boni bekommen. Man kennt ja dieses Wort Carried Interest, ja, Carried Interest auf den Cayman Islands oder auf den Channel Islands. Davon haben natürlich dann Banker profitiert, die hier dann diesen Non-Dom-Status nutzen konnten, auch schon in den letzten Jahren. Aber so der typische Unternehmer, Privatier, konnte ohnehin nicht mehr in den letzten Jahren nach UK umziehen seit Brexit. Insofern hat natürlich auch der steuerliche Status an Bedeutung verloren. Insofern hat er natürlich auch für das Land an Bedeutung verloren, denn es sind weniger Ausländer da, weniger Non-Doms da. Dadurch, dass der Status jetzt abgeschafft wird, wird es daher auch meiner Meinung nach kein höheres Steuereinkommen geben. Denn was ist die Konsequenz? Wer also bisher den Non-Dom-Status genutzt hat und noch keine 15 Jahre hier ist, der muss nun also sein Welteinkommen in UK erklären und versteuern, während er davor letztlich nur seine britischen Einkünfte erklären und versteuern musste. Natürlich wird es ein paar geben, die das machen werden. Viele werden aber auch einfach sagen, na komm, so toll ist England auch nicht.
ich ziehe irgendwo anders hin, zum Beispiel nach Irland, zum Beispiel nach Malta, zum Beispiel nach Spanien oder in irgendein anderes schönes Land. Ich muss dafür nicht in UK leben. Ich glaube, diese Leute haben schon lange ihre Zelte abgebrochen. Jeremy Hunt kündigte an, statt dem Non-Dom-Status ein neues System hier einzuführen. Dieses System gleicht jenem, was wir zum Beispiel in Ländern haben wie Australien, Neuseeland, Japan, Argentinien, Chile. Dabei handelt es sich um ein steuerliches System, wo in den ersten Jahren der Wohnansässigkeit, im UK sollen es nun 4 Jahre sein, auf ausländische Einkünfte keine Steuern anfallen. Wie gesagt, dieses System gibt es auch in den gerade genannten Ländern. Man kann dort also zum Beispiel als Expat für einige Jahre hingehen, muss dann letztlich nur Steuern auf sein lokales Einkommen bezahlen, aber nicht auf sein Welteinkommen. Sicherlich nicht schlecht, aber es erlaubt eben nicht diese langfristige Planung, die man gerade eben so als Familie mit Kindern auch benötigt in einem Land, wo ja doch die Kinder dann wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre lang auf die Schule gehen werden. Damit mit 4 Jahren bist du eben zeitlich beschränkt. Es ist der typische Expat vielleicht, der ein paar Jahre irgendwo sein wird. Der hat dann die gleichen Regelungen. Aber warum soll der nach UK kommen? Der kann natürlich dann auch wo ganz anders dann leben und dort möglicherweise noch viel größere Steuervorteile genießen. Man denke zum Beispiel nur an die Vereinigten Arabischen Emirate oder Dubai. Und ich möchte Dubai natürlich nicht mit London vergleichen. London ist natürlich schon eine Metropole, die sehr bedeutend ist, die eine sehr starke Anziehungskraft hat, gerade auch auf Banker. Für sie gibt es ja grundsätzlich relativ wenige Alternativen. Was gibt es noch? Paris, Luxemburg oder auch Frankfurt. Nun gut, wenn ich die Wahl habe zwischen dem nach Urin stinkenden Paris und dem provinziellen Frankfurt, dann ist natürlich London schon die bessere Wahl. Immerhin habe ich dann dort 4 Jahre noch steuerliche Vorteile, aber eben es reicht natürlich nicht, um hier dann große Investments auch zu machen, was natürlich viele Non-Doms bisher gemacht haben. Das heißt, sie haben in UK vielleicht Häuser gekauft, sie haben in UK in Privatschulen investiert oder natürlich auch in viele andere Dinge, die man so im täglichen Leben braucht, wenn man irgendwo wohnt, sei es jetzt der Golfclub oder Autos oder auch irgendwas anderes. All das wird es dann wahrscheinlich hier nicht mehr geben. Ich denke, dass hier die britische Wirtschaft darunter leiden wird. Nochmal, ich halte das für reinen Populismus, wie wir ihn ja auch in den letzten Monaten in anderen Ländern erlebt haben, wo steuerliche Vorteilsprogramme ganz einfach abgeschafft wurden. Denken wir an Portugal oder denken wir an Italien. Dort wurden ja auch letztlich steuerliche Vorteile für Ausländer, so mir nichts, dir nichts, aus rein populistischen Gründen beendet. Nochmal, traue nicht den Konservativen, auch in Italien waren es Konservative, die hier die sehr vorteilhaften steuerlichen Stati für Ausländer einfach so beendet haben. Die Konservativen sind genauso schlimm wie die Linken oder vielfach eigentlich noch schlimmer, weil sie nicht ehrlich sind. Die Linken sagen wirklich jedem, dass sie die Steuern erhöhen wollen. Vielfach machen sie es dann aber nicht und führen Sonderstaat hier ein für spezielle Gruppen. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Was heißt das für dich? Also wie gesagt, wie ich gerade eben schon beschrieben habe, für viele Mandanten ist leider ja der UK in den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr so wichtig gewesen und im Grunde auch nicht mehr als Auswanderungsland in Frage gekommen. Nicht aus steuerlicher Sicht, aber aufgrund der sehr restriktiven und auch meiner Meinung nach sehr übertriebenen und unvorteilhaften Regelungen betreffend Visum, Wohnsitz und Residenz. Hier wird es also jetzt kaum große Überraschungen geben. Der UK wird somit noch für noch weniger Personen in Zukunft als Wohnsitzland attraktiv bleiben. Ich würde dir raten, wenn du ins Ausland umziehen willst und an einer Regelung ähnlich den Non-Dom-Status interessiert bist, schau dich nach Ländern um, wie zum Beispiel Italien. Italien hat, gerade eben habe ich darüber geschimpft, aber sie haben tatsächlich noch einen anderen steuerlichen Status, der ähnlich wie der Non-Dom-Status ist. Hier zahlst du eine Pauschalsteuer von 100.000 € im Jahr und dann sind damit alle deine Steuern im Ausland letztlich abgegolten. Sicherlich, das lohnt sich nur, wenn man jetzt sehr hohe Einkünfte im Ausland hat, sagen wir mal über 1 Million oder mehr. Aber dafür hast du dann auch den Vorteil,
dass du auch in Italien leben kannst. Und dann gibt es natürlich noch viele andere kleinere Länder, die ähnliche Bestimmungen haben, aber eben keine Pauschalsteuer in dieser Höhe wie Italien haben. Also man denke nur zum Beispiel an Malta oder auch an Zypern oder auch an Thailand oder auch zum Beispiel an Spanien, wo es überall ähnliche Stati gibt. Wenn dir der Regen nichts ausmacht, natürlich auch Irland. Irland hat den Non-Dom-Status britischer Lesart schon vor vielen Jahren übernommen und hat der Versuchung widerstanden, ihn immer weiter zu verwässern, wie es die Briten ja in den letzten Jahren getan haben. Das heißt, wenn dich der Regen nicht stört und du trinkst gerne Guinness, dann kann ich dir auf jeden Fall Dublin empfehlen. Die Mieten sind dort inzwischen teurer als in London, aber dennoch steuerlich gesehen natürlich sehr interessant. Zu allen, die bereits in UK leben und dort den Non-Dom-Status nutzen, muss ich sagen, dass du wahrscheinlich dir überlegen musst, wohin du jetzt umziehen kannst. Soweit ich es verstanden habe, gibt es keinen Bestandsschutz für bestehende Non-Doms. Das kann sich aber ändern. Hier werden sicherlich noch Details zu dem Gesetz entsprechend auch noch veröffentlicht werden. Vielleicht muss ich mich dazu nochmal korrigieren, aber bisher, soweit ich es sehen kann, gibt es keinen Bestandsschutz. Das heißt, wenn du Non-Dom bist, dann hast du jetzt noch ungefähr ein Jahr Zeit, denn ab 2024 soll die Regelung in Kraft treten, dass du jetzt letztlich den UK verlässt. Aber vielleicht bietet es sich auch an, dass du dein Vermögen so umstrukturieren kannst, dass das Ende des Non-Dom-Status gar nicht so schlimm für dich ist. Wenn auch du dich für den Non-Dom-Status interessierst, sei es jetzt in UK oder in einem der anderen Länder, die wir besprochen haben, oder aber du von der Abschaffung unmittelbar betroffen bist, dann lade ich dich ein, buch ein Beratungsgespräch. Link packe ich hier in die Beschreibung rein. Wir sind seit sehr vielen Jahren, seit 2006 mit dem Non-Dom-Status hier permanent beschäftigt. Wir können dir Alternativen aufzeigen in anderen Ländern oder aber auch mit dir daran arbeiten, deine steuerliche Situation in UK so zu gestalten, dass vielleicht du weiter noch ein paar Jahre hier bleiben kannst. Ich würde mich freuen, auch dich zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Bis dann, alles Gute. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.